Eine der häufigsten Fragen, die wir hier hören auf dem YouTube-Kanal in den Kommentaren oder auch sonst in den Mandantenanfragen ist, kann ich ins Ausland umziehen und dort eine steuerfreie Gesellschaft gründen? Man liest ja so alles Mögliche, Offshore-Gesellschaften, LLC und was es sonst noch so gibt. Das muss doch irgendwie möglich sein. Ich ziehe einfach in irgendein Land um oder ich bin digitaler Nomade, Perpetual Traveler, habe dann eine solche Gesellschaft und zahle überhaupt keine Steuern mehr. Ist das möglich? Ja oder nein? Ich wünschte, dass es darauf eine einfache Antwort gibt, aber so einfach ist die Antwort nicht, denn es sind hier verschiedene Aspekte zu beachten und darauf wollen wir heute mal in Kürze und kompakt eingehen. Erste Frage, gibt es steuerfreie Gesellschaften? Gibt es also Länder, wo anders als in Deutschland oder in Österreich und der Schweiz keine Körperschaftssteuer, keine Gewerbesteuer erhoben wird? Ja, das gibt es. Da gibt es einige Beispiele dafür. Wir hatten ja vor kurzem auch schon mal ein Video dazu gemacht, wo wir 25 Länder mit den günstigsten Körperschaftssteuersätzen weltweit vorgestellt haben. Dort waren tatsächlich etliche Länder dabei, wo überhaupt keine Körperschaftssteuer hier berechnet wird und zu zahlen ist. Das bekannteste Beispiel ist freilich hier die US-LLC. Nun ist natürlich die US-LLC keine Kapitalgesellschaft, das heißt normalerweise bezahlt sie sowieso keine Körperschaftssteuer. Aber die US-LLC, die Ein-Mann-LLC, kann nun tatsächlich so verwendet werden, dass sie in den USA keine Steuern bezahlen muss. Wenn du jetzt noch in irgendeinem Land lebst, wo du also steuerlich hier bestimmte Vorteile nutzen kannst, dann könntest du sagen, gut, dann hätte ich ja die Möglichkeit, hier eine steuerfreie Gesellschaft zu verwenden in Form dieser US-LLC. Nun, das Problem ist hier freilich, dass du als deutscher Staatsbürger die erweitert beschränkte Steuerpflicht möglicherweise beachten musst. Und dort ist es unter bestimmten Bedingungen so, dass sogenannte betriebsstättenlose Einkünfte, und das ist ja genau der Trick bei der LLC, sie hat keine Betriebsstätte in den USA. Wo hat sie dann ihre Betriebsstätte, muss man fragen. Als Deutscher musst du sogenannte betriebsstättenlose Einkünfte möglicherweise noch 10 Jahre lang in Deutschland versteuern. Das muss man prüfen, das muss man anschauen, ob das bei dir so ist. Aber es ist eben keine einfache Antwort, gerade hinsichtlich dieser US-LLC. Nun gibt es ja andere Rechtsformen, andere Länder. Schauen wir uns zum Beispiel mal die Kanalinseln an und die Isle of Man, also Jersey, Guernsey und auch die Isle of Man. Das sind also britische Hoheitsgebiete, die aber nicht zum United Kingdom dazugehören, die unabhängig sind, auch steuerlich. Und in allen diesen Ländern gilt 0% Körperschaftsteuersatz. Diese Länder schreiben alle vor, dass man lokal auf der jeweiligen Insel einen Geschäftsführer hat, normalerweise einen Anwalt oder Steuerberater. Und damit haben diese Gesellschaften natürlich eine Betriebsstätte, wobei es meistens damit eben keine funktionale Betriebsstätte ist, sondern nur eine Leitungsbetriebsstätte. Nach dem deutschen Außensteuerrecht und der weiter beschränkten Steuerpflicht würde diese zum Beispiel auch nicht so ohne weiteres zählen. Jetzt könntest du aber natürlich sagen, du kannst in diesen Ländern, Jersey, Guernsey, Isle of Man, ja tatsächlich Personal anstellen, wenn auch im kleinen Umfang. Das wäre also tatsächlich möglich. Könntest dort irgendein Online-Business aufziehen. Dort ist dann keine Körperschaftssteuer fällig. Somit hast du also eine Gesellschaft gegründet, die keine Steuer bezahlt, die den Anforderungen auch an das deutsche Außensteuergesetz gerecht wird. Dann wohnst du noch in einem Land wie zum Beispiel Malta oder auch Spanien mit Beckham Law oder auch eins der anderen Länder, die es gibt, Zypern möglicherweise. Und dann hast du also tatsächlich 0% Körperschaftssteuer und du zahlst 0% Einkommensteuer oder Kapitalertragssteuer, Dividendensteuer auf die Erträge, denn diese sind ja in deinem Wohnsitzland steuerfrei. Da hättest du also eine korrekte Gestaltung, die man so umsetzen könnte. Aber wohlgemerkt ganz wichtig, hier kannst jetzt nicht du derjenige sein, der hier also lokal an seinem Wohnsitzstaat die gesamte Wertschöpfung abdeckt. Du brauchst eben in dem entsprechenden Land oder von mir aus auch im Ausland, aber eben nicht in deinem Wohnsitzland, Personen, die hier tatsächlich mitarbeiten bei der Firma und somit dann eben eine funktionale Betriebsstätte gegeben ist. So, neben diesen Gesellschaftsformen auf den Kanalinseln und der Isle of Man gibt es natürlich auch noch weitere Inseln in der Karibik und so weiter, wo es dann auch keine Körperschaftssteuer gibt. Dort könnte man natürlich auch einen Betrieb etablieren,
Auch da wiederum notwendig normalerweise, dass dort dann tatsächlich irgendwas passiert, insbesondere dann, wenn du deutscher Staatsbürger bist. Früher hat ja auch Dubai dazugehört, die Vereinigten Arabischen Emirate. Leider haben die ja eine Körperschaftssteuer von 9% eingeführt. Da gibt es zwar bestimmte Freibeträge, also wenn du jetzt einen Gewinn machst, der umgerechnet weniger als 100.000 Euro ist, bist du nach wie vor steuerfrei. Also, und da gibt es ja noch andere Freibeträge. Das könnte ebenfalls eine Option sein. Realistischerweise muss man aber sagen, dass diese kompletten Nullsteuermodelle tatsächlich immer schwieriger zu etablieren und aufrechtzuerhalten sind. Man müsste vielleicht sich deshalb überlegen, macht es nicht mehr Sinn, zum Beispiel sich mit einem niedrigen Körperschaftssteuersatz und einem niedrigen Dividendensteuersatz oder auch Dividendensteuerfreiheit letztlich hier zu begnügen. Ganz bekanntes Beispiel, Zypern. Hier kannst du dich als Non-Dom niederlassen. Du gründest eine Firma, die bezahlt 12,5% Steuern auf den Gewinn. Auf die Dividende musst du dann nochmal 2,6% Steuer bezahlen für das Gesundheitswesen, sodass du dann also irgendwo mit weniger als 15% insgesamt Belastung rauskommst. Noch günstiger ist Malta. Du ziehst nach Malta um, gründest dort ein Unternehmen. Du zahlst insgesamt knapp 5% Steuern, 95% sind komplett steuerfrei. Du lebst vor Ort, du hast eine Betriebsstätte, ist komplett konform, auch mit dem deutschen Außensteuerrecht. Das sind also zwei Länder, wo das Ganze relativ einfach ist. Auch Osteuropa kann unter Umständen für dich interessant sein. Ja? Auch in Rumänien gibt es einen Freelancer-Status, wo 25% deines Umsatzes letztlich als Geschäftsausgaben abgesetzt werden können. Auf den Rest zahlst du eben dann 10% Steuern. Das heißt letztlich, wenn du Freiberufler bist, kommst du so mit 7,5% Steuern dann weg. Da muss man dann vielleicht noch ein bisschen Sozialabgaben bezahlen, ja, aber jedenfalls auch unter 10%. Was Ähnliches ist in Tschechien möglich, jedenfalls bei geringeren Umsätzen, 60, 70.000 als Freiberufler, kommst du alles in allem, inklusive Sozialversicherung, auch mit knapp 10% dann weg. Und dann gibt es natürlich auch noch die anderen Länder hier in Osteuropa, zum Beispiel Bulgarien, die auch interessante Stati haben. Ja? Also wie gesagt, tendenziell meiner Meinung nach, meines Empfindens nach, geht es eher dorthin in Richtung, dass man sich mit einer niedrigen Steuer, wie gesagt, hier abfinden muss. Bestes Beispiel ist ja eben, wie ich vorhin gesagt habe, Dubai. Dubai, die Vereinigten Arabischen Emirate haben eben gesagt, okay, 9% Steuern müssen bezahlt werden in der Gesellschaft. Eine Einkommensteuer gibt es nach wie vor nicht. Das heißt, Tutti Frutti zahlst du eben 9%, was ja, wenn du jetzt dir die Lebensqualität anschaust, die du in Dubai haben kannst, gar nicht mal so schlecht ist. Also, wohin es grundsätzlich geht weltweit, ist eben diese Orientierung weg von der kompletten Steuerfreiheit, eher in so eine Richtung, dass man sagt, okay, mit einem niedrigen Steuersatz musst du dich möglicherweise abfinden. Alles andere wird meiner Meinung nach sehr kompliziert, sehr schwierig, ganz besonders dann, wenn du deutscher Staatsbürger bist. Hast du nicht die deutsche Staatsbürgerschaft, lassen sich natürlich andere interessante Optionen tatsächlich auftun. Eine Sache möchte ich noch erwähnen. Es gibt in vielen Ländern interessante digitale Nomadenvisa, wo du wenigstens temporär komplette Steuerfreiheit genießen kannst. Bekanntes Beispiel Argentinien mit dem digitalen Nomadenvisum. Dort kannst du ein Jahr lang in Argentinien leben, vor Ort tatsächlich offiziell arbeiten, sämtliche Einkünfte dann, die du aus dem Ausland mit deinen ausländischen Kunden erzielst, sind komplett steuerfrei. Ähnlich auch hier wäre noch zu erwähnen Malaysien. Das sogenannte Rantau-Visum hat ungefähr die gleichen Eigenschaften wie das Visum in Argentinien, was ich gerade eben angesprochen habe. Das heißt, du kannst dort für eine bestimmte Zeit leben. Deine gesamten Auslandseinkünfte sind steuerfrei. Und da gibt es natürlich dann auch noch andere Visa, zum Beispiel Ecuador oder sowas. Aber wie gesagt, das sind alles nur Dinge, die jetzt temporär hier tatsächlich zu verstehen sind, die nicht langfristig für viele Jahre hier gültig sind. Und natürlich Lateinamerika darf auch nicht unerwähnt bleiben, Costa Rica, Paraguay und diese Länder, wo ähnliche Modelle möglich sind. Tatsache ist natürlich aber, dass für viele auch solche Länder nicht in Frage kommen. Je weiter weg, je schwieriger ist es. Aber wie gesagt, wie ich es vorhin schon gesagt habe, auch in der Europäischen Union mit Zypern und Malta und den osteuropäischen Ländern wie Rumänien hast du schon tatsächlich gute Optionen, zu sehr günstigen Steuersätzen zu leben. Wie gesagt, ich sage es nochmal, es bewegt sich meiner Meinung nach weg
von diesen kompletten Nullsteuerlösungen, auch wenn sie noch tatsächlich möglich sind. Wir haben auch Mandanten, die das korrekt und legal machen. Wir können dir auch sagen, wie das funktioniert in manchen Umständen, aber es ist mit Aufwand definitiv verbunden. Es ist komplizierter, als du dir vielleicht vorstellst. Zu guter Letzt noch ein Kommentar zu Offshore-Gesellschaften. Da gab es ja früher immer sehr viele, Belize, Seychellen und so weiter und so fort, British Virgin Islands. Die sind fast alle irrelevant geworden. Es ist praktisch unmöglich geworden, hierfür Konten zu finden oder auch Zahlungsanbieter zu finden, PayPal, Stripe und so weiter. Also hier wird man sehr wenige Möglichkeiten haben. Die sind letztlich immer weiter in die Bedeutungslosigkeit abgedrängt worden. Es gibt ja dann auch so schöne Dinge, zum Beispiel wie in Deutschland das Steueroasenabwehrgesetz. Wenn du also zum Beispiel im Ausland wohnst, eine solche Gesellschaft verwendest, um dann Kunden in Deutschland eine Rechnung zu schreiben, dann wird diese Rechnung in Deutschland gar nicht als Betriebsausgabe anerkannt. Insofern im praktischen Leben ist dann die Gesellschaft nicht zu verwenden. Ganz wichtig hier zu verstehen, der Umzug ins Ausland ist tatsächlich die Maßnahme mit der größten Hebelwirkung. Darauf würde ich mich an deiner Stelle konzentrieren. Malta und Zypern zum Beispiel sind die einfachen Optionen in der Europäischen Union. Da kann jeder hinziehen, ohne Visum. Dort kannst du Gesellschaften gründen. Wir können dich gerne dazu unterstützen und beraten. Wenn das Thema der steuerfreien Unternehmensgründung auch für dich ein Thema ist, das dich interessiert, dann würde ich dir raten, buch doch ein Beratungsgespräch. Link packe ich hier in die Beschreibung rein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten dabei helfen, legal ins Ausland umzuziehen und dort ihre Steuerlast zu optimieren. Wir haben viele Anwälte und Steuerberater in allen möglichen Ländern, die gemeinsam mit uns dich dabei unterstützen können, dich ans Ziel zu bringen und deine Steuerlast zu optimieren. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.